In unserer neuen, lockeren Videoreihe zum Thema der Vitamine möchte ich Ihnen heute näher bringen, was das Vitamin C eigentlich für uns bedeutet. Es ist in niedriger Dosierung absolut notwendig und es ist in hoher Dosis zu ganz außergewöhnlichen Leistungen fähig. Aber was brauche ich eigentlich davon? Wann ist das überhaupt sinnvoll? Was muss ich als Otto-Normalverbraucher eigentlich darüber wissen? Ich versuche Ihnen darauf ein paar Antworten zu geben. Vitamin C, ein essentielles Vitamin. Vitamine sind eigentlich immer essentiell und essentiell heißt, dass man sie essen muss. Wenn man es nicht isst, gibt es ein Problem. Und bei Vitamin C geht es dabei im Wesentlichen um Symptome wie Zahnfleischbluten, wie Blutgefäßbrüchigkeit, wie Einblutungen, wie beginnender erhöhter Knochenumsatz im Sinne der Osteopenie, der Osteoporose, der Knochenerweichung, der eingeschränkten Elastizität und Reißfestigkeit von Sehnen und Bändern. Es hat eine antioxidative Wirkung, das heißt, selbst der graue Star, der uns ja irgendwann alle einmal erreichen wird, hat etwas damit zu tun, wie viel oxidativen Stress hatte ich eigentlich in meiner Linse, wie gut bin ich mit Antioxidantien, in diesem Fall Vitamin C, auch wirklich versorgt und wie kann ich mich vor solchen Einflüssen schützen. Für Otto Normal und für jedermann reicht nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Menge von 110 Milligramm pro Tag aus. Das kann man mit einer vernünftigen Gemüseportion, take 5 a day, aus meiner Sicht 4 Portionen Gemüse und einer Portion leckerem Obst durchaus decken. Vorausgesetzt, dass diese Gemüse eine entsprechende Frische haben, dass sie nicht zu lange als Stillleben rumgelegen haben und selbst eingefrorenes Gemüse kann dazu führen, dass der Vitamin C-Gehalt nicht mehr da ist. Wenn man dazu Sendungen vom Markt dem Dritten oder Gesundheitsmagazin sich anschaut, dass in bestimmten Krankenhauslebensmitteln überhaupt keine Vitamine drin sind und dann gesagt wird, dann nehmen Sie doch bitte den frischen Salat dazu, dann wird auch der untersucht und selbst da ist nichts drin, muss man sich also tatsächlich fragen, was müssten wir gegebenenfalls anders machen. Andererseits, ich lasse auch immer Verzehrprotokolle führen. Ich messe ja, wie gesagt, auch das Vitamin C und ich erkenne durchaus, dass Menschen, die sich in meiner Praxis ja in der Regel sehr gesundheitsbewusst schon ernähren, selbst mit Vitamin C-Dosierung unter der Vorgabe der DGE gute, im Optimalbereich gelegene Vitamin C-Werte erzielen. Andererseits gibt es Patienten, die deutlich mehr als diese 110 Milligramm zu sich nehmen und dennoch zu wenig haben, weil sie es entweder über die Niere verlieren oder weil sie es gar nicht aufnehmen können, weil die Darmpassage zu schnell ist oder weil sie einen solchen Einfluss an Prooxidation von außen haben durch Entzündung, durch Infektionen, durch Elektrosmog, durch Wohnraumgifte, durch psychischen Stress, den sie haben und, dass diese Substanz sich eben letztendlich auch verbraucht und dann individualmedizinisch auch einfach höher dosiert werden muss. Kleine Mengen, also häufiger am Tag bis zu 200 Milligramm, sind sehr gut, weil die werden zu 100% resorbiert im Normalfall. Andere Mengen, ich nehme mal 1000 Milligramm auf Mal zu mir, kann dazu führen, dass man Durchfall bekommt oder dass eben große Dinge einfach mit dem Stuhl auch wieder ausgeschieden werden. Für Otto Normal heißt es also zusammenfassend, ohne Vitamin C geht es gar nicht. Skorbut ist etwas, wenn die Zähne locker werden, wenn das Zahnfleisch zurückgeht, wenn es Einblutungen gibt, wenn man immer wieder krank wird, wenn man bei jedem Infekt Hallo ruft und sagt, ja hier ich, bei mir bitte, dann sollte man unter anderem auch nach Vitamin C schauen und wirklich mal überprüfen, ob die Ernährung, die man denn da so immer hat, die Minimalanforderungen, die es eigentlich haben sollte, erfüllt. In meinem Studium war ich der Meinung, wenn ich einen Multivitaminsaft jeden Tag trinke, dann dürfte ich ja einen Vitaminmangel nicht haben. Ich habe in meinem Studium eine sogenannte Lingua Geographica gehabt. Das heißt, die Zunge sieht aus wie ein Globus, also nicht von der Rundform, sondern mit den vielen Erdteilen drauf. Da habe ich meine Kollegen oder auszubildenden Ärzte gefragt, was das ist, habe leider von niemandem eine Antwort bekommen. Heute weiß ich,
dass ich im Glauben, dass wenn ich so einen Multivitaminsaft trinke und wenn ich dann irgendwelches Brot esse und zwischendurch mal ganz normale, aus Studentensicht Mischkost zu mir nehme, ich ja keinen Mangel haben kann. Da habe ich wohl einen gehabt, denn dieses Problem ist, nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe, wissend, was ich tue, von alleine gelöst. Sollten auch Sie solche Probleme haben, dann denken Sie als allererstes an die Ernährung. Man isst, was man isst.